Ihr Lieben, heute ist Freitagabend, wie immer, Bastelzeit im Hause Bullenhutart und ich habe es geschafft. Es ist allerdings schon ganz schön spät, es ist schon 9:45 am Abend. Aber egal, ich will heute unbedingt was basteln und zwar was ganz Tolles. Diesmal für die Barbara. Wo haben wir denn das Zettel? Da haben wir das Zettel für 49 Dragonflies. Genau, für ihr Designteam. Und zwar habe ich bei ihr im Shop dieses ganz tolle Papier entdeckt. Das heißt also, das ist ein französisches French Floral Backgrounds. Schwierig auszusprechen, finde ich, aber wunderschön. Also ich war direkt verliebt in dieses Papier. Also mir gefällt es wahnsinnig gut. Vor allem auch mit den Kaffeeflecken, weil ich habe diese Woche tatsächlich, also das wusste ich nicht, dass das übereinstimmt, ich habe auch kaffeegefärbtes Papier gemacht. Da einen Umschlag gefärbt und habe da meine Kaffeetasse darauf abgestellt und habe da so ein paar hier so Papierchen gefärbt. Also ziemlich heftig wieder bei mir. Aber, und jetzt hat sie so ein Papier gemacht und hat da auch solche Kaffeeränder gehabt. Und da habe ich gedacht, wenn das mal nicht passt. Genau. Und dann habe ich mir da überlegt, mit dem will ich unbedingt irgendwas machen. Allerdings habe ich da ziemlich lang drüber nachdenken müssen, weil diese Sache, das kennen wir ja schon. Das habe ich ja schon bei der Barbara schon mal quasi in Benutzung gehabt und ich finde es nach wie vor einfach richtig toll. Die Tickets, diese schwarze sie nennt es Sentiments Black, also solche, ja, das sind englische Wörter halt, wo auch überall dazu passen. Und die Nummern, die können wir ja auch in Schwarz-Weiß ausdrucken. Genial. Und jetzt wollte ich für genau diese Sache einen Art Ephemera Holder machen, basteln, mit Grundlage dieses wundervolle Papier. Weil das ist ein bisschen neutral, finde ich. Und ja, das war jetzt ein bisschen eine Herausforderung, weil ich wollte es nicht so riesig machen wie mein Ephemera Holder, dass man so ein riesen Oschi hat, sondern speziell nur, wenn ihr jetzt auch so eine Marke gekauft habt, also halt, das müssen wir noch angucken, die zeige ich euch jetzt gleich. Also wenn ihr jetzt auch, wie ich habe jetzt bei der Barbara diese Sache gekauft und ich möchte das kompakt auf kleiner Fläche aufbewahren, dann ist genau das richtig, was ich jetzt mit euch heute Abend basteln möchte. Aber jetzt gucken wir uns erstmal geschwind das Papier an, weil es ist einfach toll. Einfach toll. Das sind also wie so französische, ich sag mal Tapete oder so. Ich weiß jetzt nicht, es ist ein bisschen, ich habe ein bisschen helles Licht, ob ihr es überhaupt so gut erkennen könnt. Ich hoffe. Also ihr bekommt hier 8 so wundervolle Seiten, DIN A4. Die könnt ihr euch so ausdrucken, wie sie jetzt da kommen, in diesem Querformat. Ihr könnt sie aber auch in Hochformat ausdrucken. Dann ist das ganze Muster halt ein bisschen kleiner. Dann ist das nur so hier in der Mitte. Dann noch mit einem Schmetterling. Überall diese Kaffeeflecke drauf. Also ich finde es genial. Es ist nicht so Bäm, sondern so ein bisschen feineres Papier, ein bisschen, ja, nicht so ganz extrem bunt. Also das gefällt mir wirklich gut. Und das ist ja so wie so Aquarellfarbe, also so Blume gemalt und so. Also sehr schön. Und gerade für den Frühling finde ich es ganz toll. Sie hat dann noch andere passende Papiere dazu. Da gehen wir mal in ihren Shop und guckt euch da mal um. Ich verlinke euch wie immer alles unten in der Infobox, die Papiere, die ich hier benutze. Und wenn ihr bei der Barbara im Shop seid, da seht ihr dann auch gleich, was da alles noch dazu passt. Genau, und jetzt gehen wir gleich mal hier ins Eingemachte. Für diese Schätzle, die ich schon länger habe, will ich das machen. Und wenn ihr sowas habt, dann sitzt man erstmal mit dem Scherle dann da, schneidet sich das schön aus. Und wenn man das dann schön ausgeschnitten hat, also da sitzt man schon ein bisschen, aber dafür hat man hinter dann was Schönes. So. Und wenn man das dann schön ausgeschnitten hat, dann sieht es im Normalfall so aus. Und wenn man das jetzt, so, da sehen wir, wie die Dinger heißen. Und wenn man das jetzt in eine Schächtele packe oder so, wie man es ja so machen kann, und dann wühlt man da drin rum. Und wo ist jetzt nochmal der Zettel? Und dann sieht schon mal so aus. Wisst ihr, was ich meine? Sowas
nervt mich. Ich bin für so Sachen nicht gemacht. Also wenn das dann so durcheinander ist und ich muss dann so einzelne Dinger da rumfummeln und dann da wieder alles so schön hinlegen, dann dreht sich wieder das nächste um und ihr wisst, was ich meine. Das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, also hat Susannchen sich wieder was überlegt. Mit den Nummern übrigens das gleiche. Gell? Da suchen wir unsere Nummer raus. Vielleicht gerade das da unten, das ganz kleine und schon sind wieder irgendwelche rumgedreht. Ja. Jetzt wollte ich einfach Apps erschaffen, wo man dann eine Übersicht hat auf relativ kleinem Raum. Jetzt zeige ich euch, wie das erste Produkt, was ich so unter der Woche jetzt mal so probiert habe, wo mir das alles noch durch den Kopf gegangen ist und ich nicht richtig gewusst habe, wie ich es mache. Rausgekommen ist sowas. Verschrecke nicht. Das machen wir nachher noch in schön. Das ist wieder der Prototyp sozusagen. Ich habe doch von der Uta diese ganze Text bekommen. Nochmal herzlichen Dank, liebe Uta. Also die sind phänomenal. Da habe ich so ein ganzer, ich zeige es euch gerade. Ich hoffe, man bricht da jetzt nicht alles zusammen. Das habe ich von der Uta bekommen in einem Happy Mail und das sind lauter, seht ihr mal, wie viele, ganz viele Text drin. Die kann man da aufmachen mit dem Bügel und sich da welche rausholen. Ja. Und dann kann man die natürlich bekleben. Aber jetzt, sowas machen wir. Das ist jetzt ein, ich sag mal, ein Büchle aus den Text. Und hinterher, da habe ich jetzt zum Beispiel genäht, hier habe ich nur geklebt. Und hier kann man dann hinterher dann diese Sache reinstecken einfach. Das ist der Plan. Ich zeige euch das jetzt nur ganz grob. Und so haben wir dann einfach, wenn ihr das voll gefüllt habt, wir haben dann da 8 Seiten, wir haben 4 Text machen wir. Und dann haben wir 8 Seiten und das kann man klappen, weil das diese Hinge-Bindung hat. Diese Bindung ist auch was Neues für mich. Da kommen dann auch noch Möglichkeiten hin, um die Dinger reinzustecken. Und hier, das ist mit Klarsichtfolie gemacht. Und da kann man dann überall quasi diese, da muss eine größere Nummer rein. Da kann man dann überall diese Nummern und diese Sache dahinter stecken und so aufbewahren. Und wenn ihr dann am Schreibtisch was macht, dann könnt ihr euch quasi das Ding dann neben dran legen und dann seht ihr gleich direkt, hier jetzt zum Beispiel seht ihr die Sprüche auf einen Blick und dann habt ihr das nicht durcheinander und den Spruch, den ihr wollt, den zieht ihr euch dann seitlich raus. Auch diese ganz kleine Sache, da kann man dann ein bisschen enger nähen oder man könnte da jetzt auch 2 vielleicht reinmachen, das muss ich mal selber probieren, ja geht auch, ne? Könnt ihr euch das vorstellen, was ich da jetzt im Kopf habe? Also es ist so halb fertig jetzt in meinem Kopf entstanden. Das habe ich so grob mal einfach nur mal probiert, weil ich will ja da nicht mit euch da etwas machen, wo ich dann denke, naja, es geht in die Hose. Das ist so das Grundmodell, sage ich jetzt einmal. Die Hinge-Bindung habe ich auch nicht so richtig, ich habe es probiert mit Papierscharniere, hat auch funktioniert. Dann habe ich aber denen nicht richtig getraut. Dann habe ich mal grob jetzt mit Stoffscharniere das gemacht. Ich will ein bisschen noch Slow Stitching machen, dass es vorne ein bisschen Dekoration gibt. Und das Tolle an dem Ding ist, das könnt ihr komplett rumbiegen. So. Und dann könnt ihr da das vollfüllen und rumbiegen oder dann so rumdrehen. Dann habt ihr da eure Sache drin. Und so habt ihr dann eine Übersicht und da vorne ist ein bisschen Dekoration, weil das ist dann die erste Seite. Also wenn ihr das jetzt euch vorstellen könnt dann und vielleicht auch Interesse dran habt, dann würde ich sagen, legen wir jetzt direkt los, weil wir haben hier einiges, wie ihr seht, zum Unterbringen. Und der erste Schritt ist natürlich, das habe ich schon mal vorbereitet, das muss ich euch nicht zeigen. Ihr nehmt das tolle Papier oder ein Papier eurer Wahl natürlich und ihr nehmt einen Tag. Ich habe jetzt die weiße Text genommen da von der Uta. Und habe das Papier einfach vorne und hinten mit dem Papier beklebt. Also ich habe es draufgelegt, mein Tag, habe mit dem Kuli drumherum, habe ausgeschnitten, draufgeklebt und draufgeklebt. Mit einem normalen Uhu-Stick habe ich das gemacht. Und dann habe ich die aber, muss ich jetzt sagen, guten halben Tag liegen lassen, weil ich will dann nachher mit der Nähmaschine drüber und ich will nicht, dass meiner Nähmaschine das nicht behagt. Also wenn da noch so frischer Kleber drin ist, dann ist das nicht so geschickt. Aber jetzt tun wir erstmal das auf Zeiträume, dass wir hier Platz sind. Weil das ist das nächste eben. Wo bewahrt man solche Sachen auf? Wir legen die jetzt einfach mal, bis wir nachher fertig sind, auf Seite. Auf Seite ist gut. Ich lege es jetzt mal da nuff.
Die habe ich schlauerweise schon für extra Papier gemacht, weil die sind wirklich klein. Da darf ich kaum atmen, dann sind sie nämlich fort. Die lege ich jetzt auch mal da drauf. Und die Nummern. Die schieben wir jetzt auch da hoch. So, jetzt sind die mal aus unserem Arbeitsfeld verschwunden. Wundert euch nicht, ich habe keine Lust gehabt, das komplette Papier zu erneuern auf meinem Schreibtisch. Und da habe ich gedacht, wie im Junk Journal, da hilft mir jetzt so ein Papier vom Amazon, so ein Verpackungspapier. Und das habe ich da einfach jetzt auf meine verdreckte Schreibtischunterlage draufgeklebt. Hier mit dem tolle Washi-Tape. So, ich möchte direkt, bevor es losgeht, was machen wir? Wir machen die Kante schöner. Da sieht man noch der Kugelschreiber. Ah ja, ist halt so, macht ja nichts. Also wir tun das ein bisschen also ich mache das halt gern, muss man nicht machen, aber ich mache es gern, gerade wenn ihr solche Text von Hand, also das ist ja jetzt nicht, ich habe jetzt das Papier nicht auf dickes Papier gedrückt, sondern ich habe das wirklich ausgeschnitten und habe es vorne und hinten drauf geklebt. Man sieht es auch ein bisschen am Rand. Ist nicht so ganz akkurat, aber das macht dann nichts. Das ist ja nicht so schlimm. Und wenn man da jetzt mit so einer Distress Ink drüber geht, dann sieht man das nicht mehr ganz so arg, wenn wir da nicht so ganz genau geschafft haben. Und das mache ich jetzt mal gerade fertig und dann geht es weiter. Das haben wir. Jetzt gehe ich eine Runde an die Nähmaschine und weil ich möchte, dass jedes von den Tags einmal drumherum genäht wird. Ich mache da quasi einen Rahmen drumherum und bin dann gleich wieder da. So sieht es jetzt aus. Also, wie ihr seht, ich habe, wie ich es manchmal auch in der Journals mal, mit dem Faden extra zweimal drumherum und habe auch den Faden immer wieder überkreuzt. Und jetzt haben wir da quasi so ein, ich sag mal, individueller Rahmen geschaffen. Dann ist da so ein bisschen Kontrast jetzt in der Karte drin. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich lege euch wieder an euren Standort Nuff auf die Lampe und dann können wir weitermachen. Moment. Jetzt tun wir hier unten erstmal die ganze Fädel abschneiden. Also nicht alles. Ihr wisst ja, die Ecke lassen wir stehen. Weil das macht es einfach ein bisschen netter. Wenn es euch stört, machen wir es natürlich weg. Ne? So, einen kleinen auf Zeit. So, und jetzt geht es auch schon los. Also, da müssen ja jetzt solche Streifen hin, und zwar habe ich das gemacht mit so Prospekthülle. Ich habe da so welche, die sind DIN A5 und das Schöne an denen ist, die sind richtig sehr noch klar und so glatt. Nicht so wie die, manche sind noch so geruppelt und so nicht richtig durchsichtig. Das wollte ich nicht, ich wollte so schöne glatte und da hatte ich die und da habe ich mich dran gefreut und außerdem passen sie von der Höhe her auch noch so gut wie ganz gut da drauf. Weil wir schneiden jetzt oben ab und dann machen wir da solche Streifen. Das heißt, wir machen erst Streifen und dann schneiden wir es oben ab. Das ist jetzt mal der nächste Schritt. Da hole ich mal mein blaues Helferlein. Moment. So, ich hoffe, diesmal macht er, was er soll. Das
Das letzte Mal haben wir so ein bisschen Spaß gehabt, aber da habe ich ihn auch überfordert. Das gute Stück. Ist natürlich jetzt auch nicht so einfach, weil es ist ja Folie. Aber halt, guck, das ist meist fast schon verkehrt. Also ich lege den, hier ist das Messer. Und ich lege das jetzt hier so drunter, dass diese bisschen härtere Geschichte kommt dann erst am Schluss. Also er darf erstmal so in die Kante schneiden und dann hoffe ich, dass der Rest dann auch noch geht. Jetzt schneiden wir erstmal da unten so diesen Anfang da weg. Und bei dem hier, da muss man immer hier ein bisschen aufs Lineal drücken mit den Fingern und drüber ziehen. Weg ist es. Geht es wieder zurück, dass wir immer von der Seite kommen. Und jetzt mache ich da verschiedene Streifen. Ich mache sie mal dicker und mal dünner. Das gucken wir dann einfach auch hinter, wie wir es dann benutzen. Ja, und da habe ich mit meinem Freund und Helfer diese Streife geschnitten. Das hat ganz gut geklappt. Und von Hand mit der Schere dann oben diese weiße Verstärkungsdinger da schneiden wir weg. Und das sehen wir jetzt. Ich habe einfach mit meinem Bleistift mir vorgezeichnet mit genügend Abstand, wo ich später nähen möchte an der Nähmaschine. Das ist einfach, damit es gerade ist, weil diesmal sollte es nicht krumm und schief so sein, wie sonst bei mir üblich, sondern da ist eine gerade Naht schon nicht so unsinnvoll, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich mit so normale Büroklammern die Klarsichtfolie festgemacht. Da muss ich jetzt sagen, ich hätte längere nehmen sollen, weil da müssen wir schon gucken, dass die schön eben aufliegt, dass euch die Folie nicht verrutscht. Jetzt bin ich an die Nähmaschine gegangen und habe mal das erste genäht. Bin jetzt auch gleich wieder da. Schon sind wir wieder da. Ja, und dann mache ich natürlich die Fäden weg, aber ich lasse wie immer ein paar so Fäden stehen. Wenn mir gefällt es ja, da müssen wir aufpassen, wenn er so ein spitzes Scherle hat wie ich. Beim Prototyp bin ich dann mal direkt schön in Folie reingerutscht. Also das ist dann nicht so sinnvoll. Darum wusste ich das, schön vorsichtig abschneiden. Und da probiere ich jetzt schon mal probehalber einfach mal das Ding zu füllen. Und das klappt ganz gut. Also wie ihr seht, ich habe genug Abstand gelassen, um dass man das auch gut reinstecken kann. Die Tags oder die Tickets oder was auch immer ihr da reinstecken möchtet. Ja, da ich das einfach mal schon ausprobieren wolle, da kann man auch mehrere übereinander machen. Wenn ich mehrere von der gleichen Farbe habe, mache ich da auch mehrere übereinander. Und dann quasi, wenn der Vorrat leer ist, kann ich hier wieder ausdrucken und das dann wieder auffüllen. Ja, und dann mache ich das gleiche mit den Nummern. Und die Nummern habe ich von der Barbara mir auch in Originalgröße ausgedruckt, einmal in Hochformat und einmal in Querformat, und dementsprechend wäre die halt größer und kleiner vom Druck her, und darum sind auch die Abstände da auch immer unterschiedlich. Und die Bleistiftlinie, das brauche ich nicht stören, die sieht man hinterher einfach gar nicht mehr. Sobald wir darüber genäht haben, sind die ja weg. Jetzt kommt wieder die Klarsichtfolie zum Einsatz. Ja, also einmal ist mir's passiert, ist mir's verrutscht an der Nähmaschine, ich sag's euch ganz ehrlich. Gerade die, wo unten drunter läuft, das läuft da vorne und hinten gleichzeitig. Und ja, dann habe ich halt die Naht aufgetrennt, hab's wieder frisch hingelegt und bin nochmal drüber gegangen. Ist wegen dem die Welt nicht zusammengebrochen und die Kugel dreht sich auch noch weiter. Also es ist gar kein Problem. Genau. Und ja, jetzt habe ich mal alle vorbereitet, bevor ich dann an die Maschine gegangen bin, weil ich habe ja eben verschiedene mit den Nummern. Jetzt kommen noch diese Quotes-Sprüchle da, die schwarze. Und die habe ich auch in größer und kleiner, in ganz schmal, das sind sie ganz kleine, ausgedruckt. Dementsprechend sind da jetzt die Abstände schmaler oder schmäler. Aber das macht es auch aus. Also ja, das ist eigentlich echt ja, eine einfache Geschichte. Klar, ihr sitzt da schon 2-3 Stunden dran, bis ihr das dann einmal euch gemacht habt, aber dann habt ihr es ja. Das Ding geht ja dann mal so schnell nicht kaputt und ihr könnt es immer wieder befüllen mit den Sachen, die ihr gerade am Arbeiten seid. Oder ihr könnt ja mal selber euch ein paar Nummern schreiben oder so und am PC ausschneiden und da drin aufbewahren. Das ist ja jedem selber überlassen, für was er sowas benutzen möchte. Ja, da mache ich die andere Seite oder den zweiten auch. Und
Jetzt geht es gleich wieder an die Nähmaschine und da ja, nähen wir das komplett durch dann. Und ich muss sagen, ich habe auch Versuche gemacht mit einem Klebeband. Das geht auch. Ein Klebeband müssen wir aber halt bedenken, ist halt ein bisschen breiter. Das nimmt euch Platz weg. Eine Nähmaschine-Naht, die ist ja dünn. Die ist ja nur so dünn wie der Faden. Da habt ihr dann am Ende mehr Möglichkeit auf eurem Tag. Also ihr könnt mehr drauf unterbringen, als wie wenn ihr das mit einem Klebeband klebt. Aber die, wo keine Nähmaschine haben, können da einfach Klebebandstreifen hinmachen. Und das funktioniert genauso. Und man sieht halt dann nicht mal eine Naht. Also das ist dann komplett durchsichtig und sieht auch gut aus. Da nähe ich jetzt wieder, da schneide ich jetzt wieder ein bisschen friseurmäßig die Fäden ab. Ja, da ist ganz schön was übrig geblieben. Beim letzten war ich schlauer, da habe ich im Zickzack genäht. Da hätte jemand früher drauf kommen können, dass ich das so machen kann. Ich habe immer hinter aufgehört, wieder frisch angesetzt. Aber beim letzten, da war ich wie so in Schlangenlinie, habe ich da genäht. Also beim nächsten, was ich dann mache, weiß ich, wie ich es besser machen kann. Ja, und auch das fühle ich jetzt mal und habe dann aber den Fehler gemacht. Ich habe es jetzt so rumgedreht, das war falsch und habe jetzt wieder in Leserichtung gefühlt. Aber ihr müsst denken, das wird da hochgeklappt. Und darum hätte ich das jetzt nicht einfach so, da merke ich jetzt gerade meinen Fehler, also kommen jetzt die nochmal raus und wäre gerade rumgedreht. Das, wenn man es aufklappt nach oben, dass es dann auch passt. So lernt man aus seinen Fehlern. Das ist halt einfach so, aber das ist ja eben, man kann das rein und raus machen. Ist kein Thema. Und jetzt habe ich es. Und das ist richtig toll und da ist richtig was reingegangen. Und das gibt die Scharniere. Die habe ich genäht, das habe ich bei der Barbara mir abgeguckt, dass da ein bisschen was drauf los ist. Das sieht einfach gut aus und jetzt geht es direkt weiter. So, der nächste Tag. Ich konnte nicht mehr, ich habe um 12 irgendwie, war ich so müde, dann habe ich aufgehört. Also bevor das jetzt schief geht, müssen wir ab und zu mal eine Pause machen, weil ja, sonst geht es in die Hose und das wollen wir nicht. Aber ich habe euch jetzt hier schon mal mit Fotos gezeigt, was ich hier vorbereitet habe. Und zwar habe ich hier so ein schönes Band bekommen. Und danke Viola, das war in deinem Happy Mail drin. Und ja, und dann habe ich das gemacht, wie die Barbara das auch gemacht hat letztens. Sie hat sowas gemacht, ich glaube mit Papier und auch mit Stoff, glaube ich. Und das fand ich super, einfach so ein bisschen durchgenäht in Zickzack und Geradstich. Und schon sieht quasi so ein schöner, der ist sehr schön, gelbes Stöffchen halt ein bisschen noch interessanter aus, weil halt da was drauf los ist. Und das passt ganz gut zu dem Stich, den ich da gemacht habe. So, und jetzt machen wir die Bindung an dem ganzen Teilchen hier. Und das ist diese Hinge-Bindung. Und also wenn ihr das macht, da tun ihr nicht schon das Ding da voll machen. Ich habe jetzt da schon mal alles reingemacht, einfach um zu gucken, wie es ist. Da machen wir nicht alles rein, weil gerade oben, ich hole jetzt auch mal oben nochmal die Sache raus, oben müssen wir nämlich eventuell ein bisschen da runter kleben und dann wäre es natürlich blöd, wenn ihr da schon was drin habt, wo dann da beklebt wird. Darum hole ich jetzt mal oben die Teilchen wieder raus, dass uns da nichts im Weg ist, weil da kommen jetzt die Scharniere hin. Da wird nichts passieren, weil da habe ich hier Klebestreife und hier, da kann ich gut drüber kleben. Hier auch, also das können wir eigentlich drin lassen, bei dem ist gut. Bei dem ist Plastik auch hier und hier Plastik, ja doch, so heißt es. Die Klarsichtfülle, da passiert auch nichts. Und bei dem eigentlich, doch. Ja, also das ist so, wenn ich dieses Hinge-Bein-Ding mache, also für alle, die jetzt nicht richtig wissen, was das ist, das sind unsere Scharniere. Und da geht man immer abwechselnd. Da hat die Susi von Shabby Soul so ein wirklich tolles Video gemacht, verlinke ich euch auch unten drunter. Und ganz viele andere YouTuber haben das auch schon probiert und nachgemacht, also auch ganz toll. Ich glaube, Barbara hat auch mal einen Channel gemacht mit dem und ganz viele andere auch. Also man wechselt ab. Man macht einmal ein Scharnier hin und dann macht man beim nächsten Blatt oder was man befestigen will, 2 Scharniere hin. Quasi außen dann. Und das ist jetzt aus Problem, oder was heißt Problem?
Da müssen wir halt jetzt gucken, wenn wir einmal innen und einmal außen machen. Das erste, ich mache das so, ich fange mit nur einem an. Das ist meine erste Seite. Dass es vorne aussieht wie ein Tag mit so einem, ja, mit so einem Ding da dran, mit so einem Scharnier da dran. So wird dann die erste Seite aussehen. Ich mache auf der ersten Seite dann noch hier Dekoration hin dann. Aber die erste Seite und die letzte Seite sind dann gleich. Das müssen ihr euch merken, wenn ihr quasi eine gerade Anzahl habt. Das heißt, auf der Seite sieht es dann genauso aus. Das wird meine letzte Seite. Und seht ihr, und jetzt bin ich da über unsere Papierle drüber. Da machen wir die jetzt mal raus. Und wenn wir die später reinstecken, stecken wir sie halt nur bis hier oder wir machen da nur kleine rein, dann, also schmälere dann, wo dann da oben reinpassen. Das müssen wir jetzt beachten. Und wie gesagt, ihr habt es ja noch nicht beladen mit irgendwas. Also würde ich euch vorschlagen, sondern ihr macht das mal im nackten Zustand und tun euch dann später das dann voll machen. Ja, und jetzt sieht es so aus. Also das ist jetzt ein bisschen, ja. Also ihr überlegt euch, was eure erste Seite sein soll. Also ich habe jetzt mir überlegt, ich möchte die mit den Tickets einfach vorne haben. Wie rum ist egal. Das ist ein Tag. Hier hat er diese Ecke. Und darum legen wir den jetzt erstmal so hin. Da wo die Tickets drin sind, da ist sowieso noch Schnuppe. Weil, wenn hier, jetzt geht's los. Wenn wir das später in der Hand haben und wir wollen das so aufblättern, sollte es nicht so kommen, dass die jetzt auf dem Kopf sind. Unten, seht ihr? Darum, so wäre es jetzt richtig, gell? So. Und dann blättern wir das und dann kann man das wieder lesen. Jetzt legen wir es gerade mal so aufeinander, quasi, dass das passt. Dann käme quasi das da, also so in die Leserichtung. Und auf der Rückseite habe ich es auch wieder in Leserichtung einsortiert. Wenn ich jetzt so drehe, seht ihr, das ist einmal auf dem Kopf und einmal richtig. Aber wenn wir so blättern, und wir blättern ja später so, dann passt es. Aber wenn ihr das später befüllt, dann machen wir es sowieso richtig. Das ist jetzt bei mir nur ein bisschen, müssen wir aufpassen, so. Und dann kommt als letztes der da. Und wenn wir den dann drehen, sind die Zahlen auch wieder richtig rum. Ja? Und das bringen wir jetzt zusammen mit den Scharnierle. Und ich benutze dazu, jetzt Buchbinderleim, weil, also ich habe da sehr gute Erfahrung mitgemacht. Der zieht schnell an, hebt bombig und schlägt nicht durch diesen Stoff durch. Ich finde, das ist natürlich auch eine wichtige Sache, gell? Dass es nicht durchschlägt. So, jetzt müssen wir da mal ein bisschen uns sortieren. Also das gibt die erste Seite, das gibt die nächste Seite. Das lege ich jetzt mal so nüber. Ich lege das jetzt so her. Das vergessen wir jetzt mal. Jetzt machen wir hier das erste Scharnier dran. Und das soll die Vorderseite werden. Darum fange ich jetzt hier mit der Vorderseite an. Also hier habe ich dieses, ja, diese Glassichthülle. Und ich lege das jetzt hier so auf. Einfach so, dass ich hier noch ein bisschen mehr wie die Hälfte übrig habe. Ihr könnt es auch ein bisschen kürzer machen. Ich bin mir ein bisschen unsicher. Ich weiß nicht, ob wir die ganze Länge brauchen. Vielleicht reicht es auch nur so kurz. Könnte man eigentlich auch machen. Ne, ich mache es lieber ein bisschen länger. Sind wir lieber auf der sicheren Seite beim ersten. Hoppala. Da ist schon was im Deckel drin. So, und jetzt klebe ich das mal. Lege ich da mal gerade was drunter. Moment, was haben wir da? Ja, so ein bisschen auf Folie. Also ich mache das halt jetzt hier in die Mitte. Da mache ich ein bisschen Kleber dran. Und an das Scharnier, an das Stoffscharnier auch. Also wenn ihr euch da verschiedene Videos anschaut, dann werdet ihr merken, manche machen es mit Stoff, andere machen es mit Washi-Tape, die nächste machen es mit Papier. Dann habe ich welche gesehen, die machen es mit quasi, die nehmen sich Stoff und kleben sich so eine Gewebefolie drunter, also dass es ein bisschen stabiler wird. Also das müssen wir einfach mal ausprobieren. Ich denke, mit Stoff ist es eine recht stabile Sache. So. Jetzt kann das schon mal so vor sich hin trocknen. Also ich mache Pi mal Daumen. Also ich habe jetzt probiert, so in etwa die Mitte zu treffen. Das ist jetzt das erste. Das ist die Vorderseite und die drehen wir jetzt um. So, jetzt ist das unten. Jetzt kommt die nächste Seite, die dann ja, muss selber aufpassen, dass ich es richtig sage,
so rum drauf liegt. Also wir können das nochmal checken. Wir in die erste Seite dann, wir blättern und dann kommt die zweite. Also es passt. So rum liegt es drauf. Und jetzt nehmen wir das, lege das euch so rum darüber, ohne dass man das alles anklebe. Sind wir noch im Bild? Jawohl. So, das legen wir jetzt mal dahin. Also wie gesagt, später klappen wir es so rüber. Jetzt nehmen wir das nächste Scharnierle und das wird jetzt hier drauf geklebt, auf der Seite, und zwar neben dem. Eins hier und eins hier. Jetzt sind es 2 Scharniere. Und das ist ganz geschickt. Ich habe hier die Klarsichtfolie und hier. Das heißt, meinem Zeug, was drunter ist, passiert nichts. So. Das heißt, wir kleben hier. Das sieht jetzt aus, wie wenn ich das Papier festklebe, aber das ist ja unter der Folie geschützt. Ich kann es mal trotzdem rausholen, nicht dass es durch irgendwie was daneben geht. Machen wir es mal kurz weg. So. Und na, bleibst du da. Hier etwa. Kleben wir was hin. Und ich mache das auch hier drauf. So ein bisschen. Mit diesem Buchbinderleim klebe ich ja immer meine Signaturen in die Bücher rein. Das ist echt ein tolles Material, muss ich sagen. Und das Töpfle habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Ich habe schon einiges mitgeklebt. Gibt es auch noch in größere, ist das ein bisschen dünneres? Gibt es auch noch in größere Gebinde quasi. Ich habe aber erstmal gedacht, ich probiere das erstmal aus. Ich kaufe mir erstmal ein kleineres Töpfle und dann gucke ich mal, teste ich das mal aus. So. Jetzt kleben wir das hier drauf. So, das ist jetzt noch nicht verbunden, seht ihr? Aber das kann jetzt hier schon mal festhalten sich und hier. Und jetzt nehmen wir das Ganze, drehe es rüber und lege es hier drauf. Und jetzt wird das da, das was unten ist, guck, das ist unten, das untere wird jetzt hochgeklappt und wird hier drauf geklebt. Und so verbinden wir das Ganze miteinander. Das ist jetzt der Schritt, den wir jetzt machen. Und darum habe ich jetzt hier auch alles rausgenommen, weil jetzt klebe ich hier zwischen den Klarsichtfolie. Ihr guckt, dass ihr die Text schön übereinander habt jetzt, weil jetzt kommt wirklich die Verbindung. Und dann machen wir da eine Portion hin. Klar können wir jetzt da, wenn wir da später was reinladen, nur noch von außen was Kleines reinladen, aber wir haben ja genug Möglichkeiten. Und ihr könnt natürlich, ich mache jetzt nur 4 solche Tags, ihr könnt da ganz viele machen. Ihr könnt es natürlich auch binden. Ihr könnt euch Öse reinhauen und mit solche Ringe binden. Das geht natürlich auch. Dann sind wir noch flexibler, dann können wir das quasi ständig erweitern. Das ist, aber ich denke, ich will es jetzt so relativ klein lassen, weil ich will das mir eher machen, je nach Ding, von wem ich gekauft habe. Das ist jetzt das für Barbara. Da habe ich jetzt nur Barbaras Nummern drin und so. Und wenn ich von woanders was kaufe, wo auch solche Sachen macht, dann kann ich da wieder eins machen. Genau. So, jetzt haben wir schon mal das. Das Schlimmste ist schon fast passiert, würde ich jetzt sagen. So, das ist jetzt der nächste. Also wieder die Ecke sind nach oben. Er wird so hinkommen, also jetzt in dem Fall kann ich mich jetzt an dem orientieren, die Schrift muss quasi von hier lesbar sein, dann wird es passen, so kommt er dann drauf. Dann lege ich den so rüber, so wird er geklappt. Und jetzt kommt hier wieder, jetzt sehen wir, jetzt ist hier eine Lücke. Jetzt muss ich hier eins nehmen, wo dann in die Lücke passt. Und zwar hier in die Mitte. Darum haben wir das jetzt mal da raus. Und da gucken wir, dass wir da nicht irgendwas festkleben. Genau. Das Scharnierle kommt hier hin. Also immer abwechselnd. Erst 1, dann 2, jetzt wieder 1. Ein bisschen hier hin, dass sich das gut verbindet.
da fest. Mein erstes Mal, dass ich das mache. Ich hoffe, es klappt alles. Jetzt drehe ich es rum, lege es da drauf. Und jetzt machen wir die zu. Das da und das da. Da dürfte nichts passieren. Da sind wir ja im sicheren Bereich. Das sieht echt ein bisschen aus, wie wenn es in die Hose ging, aber ich hoffe mal nicht. So, machen wir da was hin. Und den Deckel da noch ein bisschen leer machen. Also immer die Scharniere, die unterliegen, die wäre dann hier geklebt. Also dies in dem Fall jetzt sind es die zwei äußeren, weil den da haben wir gerade als letztes hingemacht. Der ist schon dann höher in dem Stapel. Das auch zuklappen. Müssen wir gucken, dass da nicht so viel irgendwie rauskommt vom Material. Machen jetzt vielleicht doch die kleine daraus, dass euch das jetzt nicht so irritiert. Der ist mir jetzt da unten Faden gerutscht. Na, kommst du raus. So. Gut. Und jetzt kommt schon das letzte. Das ist ja jetzt das hier. Das müssen wir jetzt so rum drauf machen, dass, wenn ich es dann blätter, dass man dann das richtig rumsehe. Das legen wir jetzt nur noch oben drauf und das wird mit dem hier fest gemacht. Mit dem, was wir jetzt übrig haben. Und dann sind wir eigentlich schon fertig. Genau, jetzt muss ich nur gucken, dass hier nichts, kein Kleber rauskommt. Ne, ist gut. Ja, das war das ganze Hexenwerk. Und dann machen wir noch ein bisschen vorne eine Dekoration, dass ich, also das braucht man nicht, das mache ich jetzt nur für mich, dass ich weiß, was meine erste Seite ist. Ups. So, da können wir da drüber schön ausmitteln. Natürlich ist das jetzt ein bisschen eine wackelige Angelegenheit, aber das macht es halt auch aus. Das ist dieses Hinspending. Das ist jetzt quasi, ich würde mal sagen, die schmalste Form da davon. Dieses 2:1, 2:1. Wenn ihr andere Videos anguckt, wenn ihr ein ganzes Journal, kann man ein ganzes Journal so mitmachen. So kann man die Seite von einem Journal zusammenkleben, ohne zu nähen. Das ist auch eine Möglichkeit. Da. Eben Barbara hat da ein Video gemacht, ich verlinke es euch auch drunter. Die hat ein Journal geklebt auf diese Art und Weise. Ganz toll. Und die hat dann, glaube ich, 4 oder 5 solche Scharniere gehabt. 4:3 oder irgendwie sowas. Oder, ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Oder 5:3. Irgendwie so. Ich mache jetzt nur 2:1, 2:1. Ne? So sieht es jetzt von oben aus. Kann man sehen? Und so von vorne. Und jetzt können wir da durchblättern. Und ich habe immer alles direkt im Bild, was ich da drin habe. Direkt in Leserichtung. So sieht es aus. Und alles haben wir richtig rumgeklebt. Also ich kann alles lesen. Ich kann hier blättern. Ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil das ist natürlich noch, das muss ja jetzt erst trocknen. Gell? Da müssen wir ein bisschen Acht geben, dass das trocknet. Und bis das trocknet, kann ich jetzt mal hier noch irgendeine machen wir kleine Dekoration hin. Muss ich jetzt mal überlegen, ob man da was machen, wo sich dann da vielleicht verlängert. Ja, dass das so ein bisschen aussieht wie so ein Tag. Das könnte man schon mal in Angriff nehmen. Ich glaube, das klebe ich direkt schon mal hin und dann machen wir da noch irgendwas drauf. Jetzt haben wir gerade diese Sache da rumliegen. Guck, ob ich ein bisschen, habe ich noch was Längeres? Ne, aber ich habe hier noch komplette Geschichte. Ja.
Machen wir einfach ein bisschen eine längere Sache. Mit diesem Stich. Das darf da ruhig so gucken. Das klebe ich jetzt mal komplett hier mit drauf, mit der Schlaufe oben. Obwohl das jetzt ein bisschen dick wird. Da muss ich jetzt mal gucken. Ja doch, das macht nichts. Das macht auch nichts später beim Rumblättern. Da dürfte nichts passieren. Das blättert sich einfach mit rum. Ansonsten sind wir jetzt wieder in der ersten Reihe geguckt und haben von Susannchen gelernt, wie man es nicht macht. So. Gute Demonstration für diesen Kleber, ob der was taugt. Und jetzt hätte ich irgendwie noch ein bisschen Lust, über so ein was so Slow-Stitching-mäßiges zu machen. Ich liebe das auch gerade, eben gerade wenn man ja so ein bisschen runterkommen will, und da tue ich gern mal ein bisschen irgendwas mit dem Faden machen, also so von Hand näher, nicht mit der Maschine. Das müssen wir gerade mal überlegen. Da muss ich gerade mal überlegen, was ich für einen Faden benutzen möchte. Gerade mal mein Dösle mit meinem Faden. Zu dem Gelb. Und das Braun sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Oder mit Blau oder mit Dunkelblau. Das sticht nicht. Was machen wir mit dem Braun? Ja, machen wir mit dem Braun irgendwas. Braun und Blau oder Rosa. Könnt ihr mit verschiedenen Farben was machen. Die sind übrigens auch alle, also die kleinen hier sind auch alle von Action. So. Das gesehen, das war jetzt wie ein Zaubertrick. Hat sich das dann noch geschmissen, freiwillig. Ja, du darfst zum Einsatz kommen. Ohne dich geht sowieso nichts, mein Freund und Helfer. So, was nehmen wir mal für Nädele? Das da, das ist schon ganz schön ordentlich. Mit dem wollen wir was machen. Leute, ich habe nicht mal Ahnung, was ich jetzt da damit mache. Aber irgendwie, ich glaube, ich mache erstmal einigermaßen was Rundes da draus. Naja. Das wird natürlich ausfransen mit der Zeit, gehe ich davon aus. Aber das macht ja nichts. Das darf ja leben. Uns gehen auch irgendwelche Haare raus. Also, das ist einfach so. Organisch haben wir es wieder. So, organisch. So. Da gehen wir mal da durch. Fangen wir mit dem Braunen vielleicht mal an. Da gibt es irgendeinen Trick, dass man irgendwo dran zieht und das Ding bleibt bestehen. Ich habe das aber nicht gecheckt. Ah doch, seht ihr? Zack. Muss man die Dinger da nicht wegmachen, die Papierle. Wieder was gelernt und das noch in meinem Alter. So.
Jetzt geht's los. Das, was man jetzt da drauf nähe, was auch immer das jetzt sein wird, wird hinterher dann einfach hier drauf geklebt. Okay? Ich würde mal sagen, ich gehe einfach mal außen rum. So mit hoch, runter, hoch, runter. Das ist ja schon das Einfachste. Dann machen wir einfach so ein bisschen. Einfach, dass da ein paar Stiche sind, dass man da was sieht. Genau. Dass man sieht, man hat von Hand irgendwas da noch mitgemacht. Heimatland. Jetzt haben wir Slow Stitching gemacht. Ich habe jetzt bald keine Luft mehr bekommen. Ich war jetzt so konzentriert. Ja, aber so soll es ja sein. Mal an nichts denke, sondern nur überlege, was machen wir jetzt dahin? Wie können wir das jetzt machen? Und im Laufe des Geschehens ist jetzt da halt das jetzt entstanden. Ich habe in der Mitte, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, es soll ein Herz bedeuten. Ja. Mit Herz bei der Sache. Und jetzt klebe ich das einfach da oben hin. Ich gehe da auch über diese Stiche drüber. Dann hebt es quasi auch nochmal. Und hoppla, jetzt ist im Garten was umgefallen. Bei uns stürmt es wie blöd. So. Jetzt. Das darf da drauf. Ob ich das mit dem Schleifleder unten lasse, das weiß ich nicht. Das ist halt also rumklege. Vielleicht fixiere ich da den Knopf da ein bisschen mit dem Kleber, dass das nicht aufgeht. So. Und jetzt haben wir unser gutes Stück. Mehr würde ich jetzt da nicht machen. Jetzt können wir da wieder diese Tickets, die wir da rausgeholt haben, eigentlich schon wieder einsetzen. Mit denen passiert ja nichts, der Kleber ist schon oben drüber. Ah ne, da oben war er. Das war ein bisschen schmal, da sind die dünne drin. Genau. Gucke, ich habe da Kleber drin. Da unten können wir noch welche reinmachen. Und so könnt ihr euch, wie gesagt, solche kleine Ephemera Holder machen. Und ja, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Ich habe gestern angefangen um 10 so rum, oder wie viel Uhr war es? Ich weiß schon gar nicht mehr. Bis 12 habe ich gemacht. Und jetzt sind wir nochmal vielleicht eine halbe Stunde da guckt. Etwa. Aber mit dem Slow Stitching, das müsst ihr ja nicht machen. Das ist ja jetzt nur auf meinen Mist gewachsen. Weil ich das halt gern mache. Sowas. Aber so sieht es jetzt aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch wieder irgendwie eine kleine Anregung gebracht. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Und so benutzen wir das. So könnt ihr euch das jetzt einfach immer durchblättern, wenn ihr gerade was am Schaffen seid und euch das entsprechende rausholen. Okay? Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.